Alright, I'm heading out to go film. Okay, have fun. Hallo zusammen, Brian hier. Ich bin wieder da. Ich mache noch ein Video zum Thema Autofahren in den USA. Autofahren in einem fremden Land kann stressig sein. Man fragt sich, was sind die Verkehrsregeln in den USA? Sind die Verkehrszeichen ähnlich wie oder anders als die Zeichen in Deutschland? Macht euch keine Sorgen, es ist nicht so schlimm. Mein letztes Video handelte vom Ampeln, Abbiegen bei Rot und Stoppschilder. In diesem Video erkläre ich die Straßenmarkierung in den USA und ich werde euch einige Beispiele zeigen. Los geht's! Im Großen und Ganzen ist die Straßenmarkierung in den USA genauso wie in Deutschland. Der Hauptunterschied besteht bei den Farben. In den USA wird die Fahrbahnbegrenzung mit einem weißen durchgehenden Strich auf der rechten Seite und mit einem gelben durchgehenden Strich auf der linken Seite markiert. Sehen wir uns ein Beispiel an. Hier kann man klar den gelben Strich auf der linken Seite und den weißen Strich auf der rechten Seite sehen. Man kann auch einen weißen unterbrochenen Strich in der Mitte sehen. Diese Markierung hat die gleiche Bedeutung in den USA wie in Deutschland. Ein unterbrochener Strich darf überfahren werden und Sie dürfen überholen. Manchmal sieht man einen weißen durchgehenden Strich in der Mitte der Straße. Solche Striche sind üblich in der Umgebung vor einer Kreuzung. Sie dürfen nicht überfahren werden, man muss in demselben Fahrbahnstreifen bleiben, bis man durch die Kreuzung gefahren ist. Sehen wir uns nochmals ein Beispiel an. Wenn wir uns der Kreuzung nähern, könnt ihr sehen, dass sich der weiße Strich von einer unterbrochenen zu einer durchgehenden Linie verändert. Wir fahren durch die Kreuzung und die Linie verändert sich wieder und wird unterbrochen. Ich möchte ein wenig zurückspulen, um auf etwas anderes hinzuweisen. Hier kann man sowohl die Haltelinie als auch den Fußgängerüberweg sehen. Die nächste Fahrbahnmarkierung ist ein gelber durchgehender Doppelstrich. In den USA trennen gelbe Linien, ob sie doppelt oder einzeln sind, entgegenkommenden Verkehr. Ein gelber Doppelstrich darf nicht überfahren werden, es sei denn, man biegt von der Straße in eine Einfahrt ab. Natürlich muss man dann die Vorfahrt gewähren. Hier ist ein Beispiel. Diese Straße hat je eine Fahrspur in beide Richtungen. Der gelbe Doppelstrich trennt den Verkehr. Das entgegenkommende Auto überfährt den Doppelstrich, um in die Einfahrt abzubiegen. Wenn ihr auf einer zweispurigen Landstraße fahrt, werdet ihr wahrscheinlich diese zwei Arten von Strichen sehen. Die gelbe Farbe des Strichs bedeutet, dass die gegenüberliegende Spur für den Gegenverkehr ist. Eine einzelne gelbe unterbrochene Linie darf überquert werden, um zu überholen, solange es keinen Gegenverkehr gibt. Im zweiten Beispiel seht ihr einen gelben Doppelstrich. Einer der Striche ist durchgehend und der andere ist unterbrochen.
Das Auto mit dem unterbrochenen Strich darf überfahren, aber das Auto mit dem durchgehenden Strich darf nicht überfahren. Sehen wir uns ein Beispiel an. Wir fahren auf einer zweispurigen Landstraße. Zunächst sehen wir einen gelben durchgehenden Doppelstrich mit Gegenverkehr. Hier dürfen keine überholen. Dann verändert sich der Doppelstrich zur gelben unterbrochenen Linie. Bei dieser Linie ist der Verkehr in beiden Richtungen erlaubt zu überholen, solange es keinen Gegenverkehr gibt. Die Linie verändert sich wieder. Jetzt gibt es eine durchgehende Linie auf meiner Seite und eine unterbrochene Linie auf der Gegenseite. Das heißt, der Gegenverkehr darf überholen, aber ich darf nicht. Der Strich verändert sich wieder. Jetzt liegt die unterbrochene Linie auf meiner Seite und die durchgehende Linie auf der Gegenseite. Ich darf überholen, aber der Gegenverkehr darf nicht. In den USA gibt es sogenannte Two-Way Left Turn Lanes. Die deutsche Übersetzung wäre Zwei-Richtung-Links-Abbiegestreifen. Diese Art von Fahrstreifen befindet sich in der Mitte der Straße. Dessen Begrenzung wird durch einen gelben Doppelstrich markiert. Die äußerliche Linie ist durchgehend und die innere Linie ist unterbrochen. Auf dem Asphalt wird man auch einen weißen gemalten Richtungspfeil sehen. Der lustige Spitzname in Amerika für solche Fahrstreifen ist Suizidspur und der Grund ist offensichtlich. Es darf Gegenverkehr in demselben Fahrstreifen wie dir geben. Hier sehen wir ein Beispiel. Das ist die 4th Street in St. Petersburg. Wir fahren neben dem Zwei-Richtung-Links-Abbiegestreifen. Man kann den gelben Doppelstrich und den weißen Richtungspfeil sehen. Ich überfahre den Strich, um in die Fahrspur einzutreten. Und ich biege nach links. Noch ein Beispiel. Hier muss ich Acht geben, weil es Gegenverkehr gibt. Wie in Deutschland auch, werden Sie in den USA Fahrradstreifen sehen und sie sind ähnlich markiert. Sie werden von der Fahrbahn mit einem durchgehenden weißen Strich abgetrennt und haben ein gemaltes Zeichen in Gestalt eines Fahrrads und eines Pfeils. Die Breite eines Fahrradstreifens ist 3 Feet oder 0,9 Meter. Hier ist ein Beispiel eines Fahrradstreifens in der Innenstadt von St. Petersburg. Eine Straßenmarkierung, die ihr wahrscheinlich nicht in Deutschland seht, ist diese. Das ist ein Sharrow. Ein Sharrow ist eine Abkürzung für Share und Arrow. Diese Markierung ist in Gestalt eines Fahrrads mit 2 Winkeln nach oben. Diese Straßenmarkierung wird angelegt, wenn ein Fahrradstreifen nicht möglich ist. Sie dient als Mahnung für Autofahrer, dass hier wahrscheinlich Fahrradfahrer unterwegs sind. In Florida gilt das Gesetz, dass ein Autofahrer beim Überholen eines Fahrrads mindestens 3 Feet oder 0,9 Meter Abstand zum Fahrradfahrer einhalten muss.
Das ist alles für heute. Ich hoffe, ihr findet meine Videos informativ, besonders wenn ihr einen Urlaub in den USA plant. Ich glaube, ich mache noch ein Video zum Thema Autofahren in den USA, wahrscheinlich über die Autobahn. Wenn ihr neu bei meinem Kanal seid, guckt mal euch meine anderen Videos an. Mein Kanal handelt vom Leben in Florida. Ich mache ein Video im Monat. Wenn euch meine Videos gefallen, klickt auf die Daumen nach oben, abonniert und teilt meine Videos mit euren Freunden. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Monat von Fahrschein nach Florida. Ihr Fahrschein nach Sonnenschein. Ciao! I need to laugh, and when the sun is out, I've got something I can laugh about. I feel good in a special way. I'm in love and it's a sunny day.